Sie nennen sich iSurf, Schulcloud, Schulportal oder It's Learning. Ein bunter Software-Teppich in den Schulen. In der Praxis stellt sich allerdings heraus, dass die Komplexität des Schullebens damit nicht abgedeckt wird. Auch Schulen wollen den digitalen Wandel voranbringen. Gut für den Unterricht. Es ist auf jeden Fall einfacher geworden, weil wir auch, halt viel am Computer machen können und dadurch auch viel im Internet auch direkt recherchieren können. Klassenzimmer 4.0. Max zeigt, wie die Pandemie die Digitalisierung in den Schulen beschleunigt hat und wie junge Gründer den Nachhilfemarkt derzeit aufmischen. Das sind die Brüder Emanuele und Joel Monaco in ihrem neuen Büro in Darmstadt. Ein Start-up-Unternehmen, das mit digitalen Bildungsangeboten sein Geld verdient. Als im März 2020 Schulen in den Lockdown gingen, war klar, hier steckt Potenzial drin. Wir wussten direkt, dass Schulen gigantische Probleme damit haben werden, digital Unterricht durchzuführen. Und das haben wir als Möglichkeit gesehen, um einen Weg in diesen sehr, sehr schwierigen Markt zu schaffen. Und so haben wir unser eigenes virtuelles Klassenzimmer entwickelt. Diese Aufnahmen haben wir vor 1,5 Jahren in den Lockdown-Zeiten gemacht. Virtuell trafen wir damals Schulleiter Stefan Cordes. Der führte damals die Software ein, Teach, auch weil sich das Tool stark am Präsenzunterricht orientiert. Wir haben Grundschulkinder und die müssen viel sehen, die müssen viel erleben. Und da reicht es nicht, einfach nur per Video etwas zu erklären und dann geht man nicht davon aus, dass sie es verstanden haben. Mit dem virtuellen Klassenzimmer hat es damals geklappt. Schulleiter wie er waren gezwungen, sich eigene Lösungen zu suchen. Einheitliche Strategien gab es zu Beginn der Pandemie nicht, Geld schon. Bund und Länder hatten bereits 2019 den Digitalpakt Schule geschnürt. Mit insgesamt 5 Milliarden Euro. Davon bekam Hessen 372 Millionen Euro zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Und hinzu kamen 124 Millionen vom Land und den Kommunen. Vielfältige Gründe sind Ursache dafür, dass trotz Geld viele Schulen noch immer mit technischen Lücken zu kämpfen haben. Und wenn es das fehlende WLAN ist, kritisiert Landeselternbeirat Volkmar Heidmann. Er erzählt uns, im Wetteraukreis haben von rund 100 Schulen gerade mal 7 ein funktionierendes Netz. Und es fehlt noch mehr. Digitale Medien sind nicht in dem Umfang vorhanden, wie man es dafür bräuchte. Und vor allen Dingen, es fehlen die Konzepte für den Unterricht. Es geht ja nicht nur um die reine Technik, sondern auch der Unterricht muss völlig anders aufgebaut sein, wenn die Digitalisierung einen Schwerpunkt bildet. Wir besuchen die Karl-Schurz-Schule in Frankfurt. Erstmal Computer rausholen. Musikunterricht in der 7. Klasse. Wer kein Privatgerät hat, nimmt ein Leihgerät von der Schule. Für Lehrer Holger Emmerich bringt es jede Menge Vorteile für den Unterricht. Der hat sich insofern verändert, als dass er differenzierter gestaltet werden kann. Schülerinnen und Schüler haben Zugriff auf Dateien, auf Links und können auch zu Hause anders lernen. Stichwort ist hier Blended Learning. Im Unterricht selber gibt es andere Konstellationen. Ich als Lehrer habe viel mehr Freiraum, mit SchülerInnen individueller zu arbeiten. Gruppenarbeit, Computer, Block oder das eigene Tablet. Die Schüler und Schülerinnen dürfen selbst wählen. Digital und analog. Das macht mehr Lust auf Lernen, wenn die Lehrkraft entsprechend geschult ist. Wenn es einen Lehrer gibt, der nicht so gut mit Technik klarkommt, dann bringt es auch nichts im Fach, das zu verwenden. Aber wenn es einen Lehrer gibt, der mit Technik sehr gut klarkommt, dann hilft es auf jeden Fall im Unterricht. Nicht alle sind so fit wie Lehrer Emmerich. Er selbst schult Kollegen an der Hessischen Lehrerakademie. Er weiß, für viele ist es noch eine Kraftprobe beim digitalen Unterricht. Mit Hürden. Das zeigt eine Umfrage unter Lehrkräften, Schülern und Eltern. 46% kritisieren, es gibt keine einheitliche Vorgehensweise. 26%, dass die Selbstorganisation belastend war. 9% klagen über schlechte Internetverbindung. Immerhin, Schulen versuchen, den Anschluss nicht zu verpassen. Das wenigstens hat uns die Pandemie gelehrt. Wir sagen dir jeden Tag, was du lernen musst. Trainieren dich selbst auf die schwierigsten Aufgaben.
Was geht noch? Nachhilfe digital. Sie nennen sich Simple Club, No Unity, Studyfix. Und sie verkaufen längst nicht mehr nur dröges Lernen. Und ab März gehen auch Joel und Emanuele Monaco aus Darmstadt online. Nachhilfe 4.0. Was heißt das? Es geht wirklich um die einzelnen Interessen, um die Fähigkeiten, die auch jeder mitbringt und dass die eigentlich eher gefördert werden müssen. Und das ermöglicht eigentlich die Digitalisierung, sich auf jeden Einzelnen einlassen zu können und da zu fördern, wo es notwendig ist. Ihr Schultool haben sie zur Nachhilfeplattform umgebaut. Die digitale Tafel hat das Nachhilfeunternehmen Studienkreis überzeugt. Emanuele und sein Bruder sind aber nicht die einzigen in diesem aufstrebenden Markt, die sie mit an Bord holen, erzählt Nina Bohlken vom Studienkreis. Insofern gibt es Projekte im Studienkreis, die Digitalisierung voranzutreiben, neue Lernhilfsmittel anzubieten und dementsprechend einfach ein umfassenderes Angebot für die Schülerinnen und Schüler zu machen. Die Pandemie hat die digitale Lernwelt beschleunigt, an Schulen und darüber hinaus, mit Luft nach oben.